Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. In diesem Video reden wir mal wieder über einen Kopfhörerverstärker. Ich habe ja hier auf diesem Kanal schon das ein oder andere Video dazu gemacht und war von den ein oder anderen Modellen nicht ganz so begeistert. Aber das Thema Kopfhörerverstärker hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und so habe ich mich dann mal dazu entschieden, mal was Hochwertigeres, mal was Geiles zu kaufen. Die Thematik Röhrenverstärker hat mich dabei aber auch nicht wirklich in Ruhe gelassen. Also sollte es ein Kopfhörerverstärker sein, der auf jeden Fall auf Röhrentechnik setzt. Aber ich bin trotzdem ein paar Kompromisse eingegangen, denn ein reiner Kopfhörerverstärker, ein reiner Röhrenkopfhörerverstärker, habe ich schon einige jetzt da gehabt, haben mir aber im Grunde vom Klang richtig geil gefallen. Aber die Leistung, die stimmte, passte mir überhaupt nicht. Das war mir im Endeffekt einfach viel zu gering, so dass ich jetzt auf ein Hybridsystem umgestiegen bin. Das heißt, der Ton vorverstärkt wird das Ganze von einer Röhre, endverstärkt dann aber halt von Verstärker-ICs oder Transistoren. Und was ich mir da gekauft habe, das schauen wir uns doch in diesem Video einfach mal an. Mal schauen, was der so kann und warum überhaupt ein externer Kopfhörerverstärker ich vonnöten halte. Bleibt doch einfach dran, das wird spannend. Los geht's, euer Speakerschocker. Der Xdo TA30 ist ein rein chinesischer Hersteller, kann sich aber trotzdem auf den ersten und auch auf mehreren Blicken auf jeden Fall sehen lassen. Der Verstärker hat eine Breite von 11 cm, eine Höhe von 17 cm und eine Tiefe von 29 cm. Das sollte man bedenken. Dabei bringt er auch 3 Kilogramm auf die Waage. Für einen Kopfhörerverstärker ist er also nicht gerade ein Winzling und unbedingt leicht ist er auch nicht. Auf der Front haben wir dann ein OLED-Display mit 3,3 cm Bildschirmdiagonale. Dieses finde ich ist gut zu lesen und die Beleuchtung ist so gewählt, dass man es gut lesen kann, aber auf keinen Fall auch irgendwo störend wirkt. Das ist ein guter Mittelmaß. Ich finde es besser wie manche viel zu hellen LEDs, die dann einfach nur störend sind und die man irgendwie gar nicht übersehen kann, weil sie so störend sind. Finde ich es mit dem Display gut gelöst. Dort können wir dann noch ablesen, wenn wir die Sprache ändern. Da können wir die englische Sprache oder Chinesisch auswählen. Des Weiteren können wir vorne noch den Eingang wählen und einige Filter zur DAA-Wandlung stehen uns hier auch noch zur Verfügung. Bluetooth können wir auch auswählen. Des Weiteren, unschwer zu erkennen, haben wir noch einen 6,3 mm Klinken-Stereo-Anschluss und den Lautstärkeregler. Das fasst sich alles auf jeden Fall sehr schön an. Auch der Lautstärkeregler, der eiert nicht in irgendeiner Art und Weise rum. Aber hier habe ich direkt schon einen Punkt zu meckern. Er lässt sich schön drehen, eiert wie gesagt nicht rum, fühlt sich auch hochwertig an. Aber wie er sich drehen lässt, das geht mir sehr, sehr leicht. Das geht mir fast schon zu leicht. Besonders dann, wenn man sehr empfindliche Kopfhörer mit dem Kopfhörerverstärker betreiben möchte. Denn der Kopfhörerverstärker hat richtig Dampf und dann ist es mit der Dosierung des Lautstärkereglers, dann ist das schon nicht mehr ganz so eine einfache Sache. Aber dazu später mehr. Auf der Rückseite präsentiert sich dann, ich finde, eine üppige Auswahl an Audioeingängen. Dort haben wir analog ganz normal Cinch, also RCA. Dann haben wir digital optisch, dann noch digital koaxial. Dann können wir noch über Bluetooth reingehen und über USB ist das Ganze auch gar kein Problem. Einen analogen Audioausgang haben wir auch noch, aber dieser ist jetzt nicht als Vorverstärker gedacht oder sowas, denn da wird das Signal, Musiksignal einfach nur durchgeschleift. Da können wir es dann halt weitergeben zu aktiven Lautsprechern oder halt zu einer entsprechenden Endstufe oder Verstärker. Als DA-Wandler kommt hier ein ES9038Q2M-Chip zum Einsatz. Diese ermöglicht eine Dynamic Range von satten 129 Dezibel und eine THD plus N-Messung bei 5% Verzerrung minus 120 Dezibel. Das klingt auf jeden Fall auf dem Papier schon mal recht ordentlich. Bluetooth wird hier in der Version 5.0 angeboten und kann auch einige Formate unterstützen. Ich fange mal an aufzuzählen. SPC, ACC, aptX, aptX HD, aptX LL und LDAC. LDAC ist, glaube ich, eine Übertragungsform, jetzt Sony, glaube ich, so ein bisschen ins Rollen gebracht oder sogar entwickelt und soll in der Bluetooth-Übertragung, glaube ich, jetzt so ziemlich der heißeste Shit sein.
Ich finde es cool auf jeden Fall, dass wir es dabei haben. Röhren dürfen hier bei dem Verstärker natürlich auch nicht fehlen. Ausgeliefert wird der Verstärker mit 2 Vorverstärker Doppeltrioden. Das ist die ECC 82. Das Äquivalent dazu dürfte die 12AU7 sein oder die E182CC. Auf jeden Fall können wir hier schon mal ein bisschen wechseln. Im Originalen wird das Ganze mit chinesischen Röhren ausgeliefert. Die große Röhre ist keine Endverstärkerröhre, also nicht für die Endverstärkung zuständig, sondern für die Gleichrichtung. Das ist eine 5Z3P-Röhre, das Äquivalent dazu wäre eine 5U4G-Röhre. Dahinter sehen wir dann den Trafo. Ich finde es richtig gut, dass sie den, ich sag mal, auf den Verstärker gesetzt haben und nicht noch unten mit in die Audiobearbeitung reingesetzt haben und so mögliche Störungen zu vermeiden. Der Transformator da drin, der transformiert das Wechselstromsignal aus der Steckdose auf, denn die Röhre, die 5Z3P-Röhre arbeitet, glaube ich, mit um die 500 Volt. Das wird ihr dann zugeführt und fängt dann mit der Gleichrichtung an. Auch diese ist im Original eine chinesische Röhre, aber ich glaube, eine Gleichrichterröhre hat jetzt nicht unbedingt großen Einfluss auf den Klang. Oder habt ihr da Erfahrung mit? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich habe aber auf jeden Fall einfach mal nach einer gewissen Zeit alle Röhren durch NOS-Röhren ausgetauscht, also NOS, New Old Stock Röhren. Das sind neue Röhren, die aber aus alten Beständen, alten originalen Beständen gebaut worden sind. Die habe ich dann einfach mal, dadurch habe ich die chinesischen Röhren ausgetauscht. Jetzt sagt der ein oder andere bestimmt, warte mal, EC1282, warum nimmst du denn keine Telefunken? Okay, guckt euch die Preise an und ich denke, da könnt ihr mich verstehen, warum ich jetzt nicht unbedingt eine Telefunken genommen habe oder meinetwegen auch eine Siemens oder auch von Tesla oder sowas. Die Preise sind da sehr ähnlich und ich denke, ihr habt da Verständnis für, dass ich das Geld dann jetzt nicht unbedingt für eine Röhre ausgeben wollte, die früher als Pfennigartikel verkauft worden ist. Wie ich einigen Artikeln über den Verstärker entnehmen konnte, wird die Endverstärkung hier von 2 Oszillatoren übernommen. Und dabei wird hier eine gewaltige Leistung von 3000 Milliwatt an 32 Ohm angegeben, also 3 Watt. Jetzt sagt der ein oder andere, oh, das ist ja nichts, aber wir reden auch hier von Kopfhörern, nicht von Lautsprechern. Und da sind 3000 Milliwatt an 32 Ohm schon eine ganze Hausnummer. Die Leistung wird dabei von 20 bis 20.000 Hertz bei plus minus 0,5 Dezibel bereitgestellt. Ein Signalrauschabstand von 110 Dezibel wird auch angegeben und das ist beim Kopfhörerverstärker gar nicht so ein unwichtiger Faktor wie jetzt zum Beispiel bei anderen Geräten, denn Rauschen am Kopfhörer hört man eigentlich sofort. Habe ich bei dem Verstärker gar nicht, außer ich gehe analog übers Kabel rein, habe aber am Kabel selbst nichts angeschlossen. Dann habe ich ein Rauschen drin, aber mache ich jetzt über digital oder schließe das Kabel ganz normal an, dann habe ich beim Kabel ein ganz minimales Rauschen, so wie man das eigentlich überall kennt, wenn man was voll aufdreht. Aber sonst habe ich kein Rauschen irgendwie oder sonst was. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Die Leistungsangabe hat mich bei dem Verstärker doch schon mal richtig interessiert und erst richtig neugierig gemacht. Auch ein Grund dafür, dass ich mir gedacht habe, probierst du den mal aus und warum ich den Verstärker auch schlussendlich gekauft habe. Aber ich habe mir mal gedacht, wir messen das Ganze mal durch. Ich habe einen alten Freund, der hat ein einfaches Oszilloskop. Da haben wir den Verstärker angeschlossen an 2 40 Ohm Widerstände, das heißt pro Kanal ein 40 Ohm Widerstand. Da haben wir dann am Oszilloskop geguckt, wie weit können wir aufdrehen, bevor das Signal jetzt anfängt zu verzerren. Das haben wir bei 1000 Hertz gemacht. Und als wir gesehen haben, dass die Sinuskurve nicht mehr ganz so schön aussah, da haben wir gesagt, pass auf, da ist jetzt Grenze. Alles darüber wird dann clipping und hört sich eh nicht mehr toll an. Und dann haben wir geguckt, was kommt denn da für eine Leistung bei raus. Da haben wir dann die Spannung gemessen an den 40 Ohm Widerständen. Und da haben wir gemessen 5,86 Volt. Und jetzt können wir ja rausrechnen, wir wissen ja jetzt die Spannung und dann wissen wir auch den Widerstand. Und daraus können wir dann jetzt die Leistung errechnen. Das heißt 5,68 Volt, also Volt in Quadrat durch den Widerstand. 5,86 Volt zum Quadrat geteilt durch 40 Ohm sind in etwa 0,858 Watt, also knapp 860 Milliwatt pro Kanal an 40 Ohm. Also 2 Kanäle, jeweils 860 Milliwatt an 40 Ohm. Und das ist natürlich nicht ganz die 3000 Watt, die 3000 Milliwatt, die angegeben werden. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Hausnummer. Das ist ordentlich Leistung und ist eigentlich, wenn man jetzt 32 Ohm Kopfhörer nimmt, da fetzt ihr euch der Kopfhörer mit in den Himmel. Also das ist einfach viel zu viel. Muss man aber auch mal bedenken, wenn man jetzt 600 Ohm Kopfhörer hat, denn die brauchen doch mehr Leistung. Und diese Leistung kann der Verstärker auf jeden Fall bereitstellen. Da habe ich mir aber mal gedacht, pass auf, wie sieht denn die Leistung bei einem Kopfhöreranschluss am Laptop aus?
Wie sieht es am Handy aus? Was haben wir da denn jetzt als Beispiel im Gegenzug mal für eine Leistung? Und was habe ich für eine Leistung am Kopfhöreranschluss an meinem Yamaha RXA 3080 dran? Da habe ich dann auch mal ein paar Messungen durchgemacht. Die blende ich jetzt hier mal ein und da kann man dann, glaube ich, deutlich sehen, dass wir hier einen ganz gewaltigen Unterschied haben. Auch beim Yamaha-Verstärker sehen wir, dass er bei weitem nicht an die Leistung rankommt, die der Kopfhörerverstärker bereitstellen kann. Wenn man jetzt Kopfhörer nimmt, In-Ear-Kopfhörer oder so mit 16 Ohm oder so, dann ist das alles gar kein Problem und reicht auch dann bei dem Yamaha vollkommen aus. Wobei ich trotzdem dann immer noch sehr gerne laut höre und es dem Yamaha dann trotzdem zu viel wird und dann trotzdem schon sehr früh anfängt zu verzerren. Und deswegen habe ich mir gedacht, du nimmst dir jetzt mal einen Kopfhörerverstärker, denn irgendwann hole ich mir bestimmt mal Kopfhörer, die richtigen Widerstand haben und dann braucht man die Power einfach. Da machst du am Handy, am Laptop gar nichts mehr. Vielleicht der ein oder andere, der hat vielleicht schon mal einen 80 Ohm Kopfhörer am Handy oder sowas angeschlossen und denkt hier, warte mal, ist das schon volle Pulle, weil da kommt gefühlt gar nichts bei rum. Nimmt das jetzt mal mit einem 600 Ohm Kopfhörer oder sowas, dann könnte das am Verstärker bei euch zu Hause anschließen. Da wird dann auch nicht wirklich viel bei rumkommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, pass auf, Kopfhörerverstärker ist ein interessantes Thema und ich finde, wird eher so stiefmütterlich behandelt. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ausprobieren sollte man die Thematik auf jeden Fall schon. Besonders, wenn man auf Kopfhörer angewiesen ist, weil man halt nicht laut hören kann, wegen der Freundin, wegen Nachbarn. Dann sind dann Kopfhörerverstärker schon eine richtig gute Wahl, wenn man Kopfhörer hat, die richtig Leistung brauchen. Aber ich habe mir gedacht, pass auf, wir machen mal eine Messung mit meiner internen Soundkarte von meinem MSI Thin 75, dem Kopfhörerverstärker, mit den originalen Röhren und mit den NOS-Röhren. Wir sehen jetzt hier bei der Messung von der internen Soundkarte, ist alles okay, bei 75 Hertz ungefähr, da haben wir einen kleinen Buckel drin. Das macht die Karte einfach so, warum, weiß ich nicht. Es ist halt eine Onboard-Karte, okay. Aber diese Messung, also das müssen wir jetzt bei den weiteren Messungen aber auch berücksichtigen, denn der Kopfhörerverstärker wird jetzt von der Soundkarte gespeist. Und da wollen wir mal gucken, was da messungstechnisch bei rumkommt. Auch hier habe ich den 40 Ohm Widerstand an beiden Ausgängen wieder angebracht. Man sieht so gut wie gar keinen Unterschied. Also ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Und das war auch irgendwo der Punkt, warum ich nach einer gewissen Zeit ein bisschen enttäuscht von dem Kopfhörerverstärker war. Denn ich habe mir ja nicht ohne Grund einen Hybriden ausgesucht. Der irgendwo stehe ich ein bisschen auf den Röhrensound. Den wollte ich aber haben. Der war aber mit den mitgelieferten chinesischen Röhren so gut wie gar nicht da. Es klang wie ein ganz normaler Transistorverstärker. Es klang jetzt nicht schlecht oder sowas, um Gottes Willen. Die Power und alles war richtig cool, war gar keine Frage. Aber irgendwie dieses Röhrenmäßige, das hat mir dann gefehlt. Und als ich dann die NOS-Röhren da mal ausprobiert habe, dann sieht man in den Messungen, dass da doch in den Bassbereich, wo die Röhren doch so diese Wärme hervorholen, dass wir hier eine ganz kleine Überhöhung haben. Das ist jetzt keine in der Messung nicht riesig groß sichtbar, aber hörbar ist das auf jeden Fall schon. Und das finde ich, das macht richtig Bock. Und da habe ich mir gedacht, pass auf, ich versuche das Ganze mal hinzukriegen und habe euch hier einen kleinen Soundcheck vorbereitet. Auch dieser ist 3D binaural, ebenfalls über Kopfhörer alles aufgenommen. Also tragt am besten eure Kopfhörer dazu, damit ihr vielleicht euch auch einen kleinen Eindruck davon machen könnt.
Was ich besonders bei dem Kopfhörerverstärker zu schätzen weiß, das ist die enorme Power und damit einhergehend die Kontrolle. Das gefällt mir richtig gut. Nimmt man jetzt ein bassimpulsives Lied, ein bassstarkes Lied, zum Beispiel Pharrell Roosevelt's See You Again, das ist ein sehr bassstarkes Lied. Und wenn du das haben möchtest, dann haut dir der Verstärker über den Kopfhörer den Bass so in die Fresse, das hast du noch nicht erlebt. Und das ist schon irgendwo richtig cool, wenn du das haben willst. Das geht mit dem Handy oder auch mit dem Anschluss von einem Laptop oder so nicht so. Da ist zwar der Bass irgendwo da, selbst bei einem 16 Ohm Widerstand Kopfhörer ist der Bass irgendwo da, es geht auch gut laut, aber das ist irgendwie schwammig. Es ist nicht so direkt, das ist irgendwie so verwaschen, nicht so kraftvoll, nicht so präzise. Und das schätze ich an dem Verstärker wirklich sehr. Mein Yamaha-Verstärker, der tut sich da, wenn man es lauter mag, auch schon ein bisschen schwerer. Und ich finde das schade, dass solche Hersteller den Kopfhöreranschluss wirklich sehr stiefmütterlich behandeln. Interessant ist auf jeden Fall, dass der Kopfhörerverstärker sogar einen Überlastungsschutz hat. Nicht für die Kopfhörer oder so, denn wie gesagt, die könnt ihr euch zerschießen. Aber für sich selber, wenn es ihm zu viel wird, schaltet er den Kopfhörerausgang aus. Und das ist cool. Man merkt auch, wenn man ihn einschaltet, direkt schalten irgendwelche Relais erstmal zur Selbstüberprüfung des Gerätes. Wenn die Röhren dann aufgeheizt sind, erst dann schaltet er auch den Kopfhörerausgang frei. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Der Hersteller hat doch schon mal nicht nur angefangen zu überlegen, sondern auch, ich würde sagen, fast fertig überlegt. Denn klanglich macht der Verstärker richtig und einiges her. Das macht richtig Bock, damit Musik zu hören. Und das hätte ich mir so am Anfang gar nicht gedacht. Ich denke, oh, China, gut. Aber der Verstärker kostet aber auch zurzeit knappe 600 €. Und da kann man ja auch mal was erwarten. Und ich habe auch vorher schon in irgendwelchen Foren gelesen, Leute, die sich gekauft haben, dass sie davon doch schwer begeistert waren. Besonders auch von den Leistungsreserven, die dieser Kopfhörerverstärker zu bieten hat. Jetzt kommen wir zu Punkten, die ich nicht so geil finde, wo ich denke, warum haben wir das denn nicht gemacht? Da haben wir zum einen der An- und Ausschalter. Warum muss das auf der Rückseite sein? Das finde ich Blödsinn. Finde ich total Blödsinn. Und dann noch eine andere Sache, der Drehregler, ich habe es glaube ich im Video schon mal angesprochen, der fühlt sich gut an, gar keine Frage, aber er dreht sich zu leicht. Hat man jetzt zum Beispiel echt In-Ear-Kopfhörer mit nur 16 Ohm Widerstand oder sowas, da brauchst du ja nur einen Millimeter dran zu drehen und dann hast du schon eine Lautstärke, das tut dem einen oder anderen weh oder kann auch schon den Kopfhörer kaputt machen. Da braucht man echt nur blöde drankommen und dann hat man schon eine Lautstärke erreicht, die man gar nicht haben will, weil der Regler sich so leicht drehen lässt, zu leicht. Und des Weiteren, was ich auch wirklich nicht begreifen kann, die kleineren Brüder von diesem Verstärker, die haben alle noch einen symmetrischen Kopfhörerausgang. Ich brauche jetzt nicht unbedingt einen symmetrischen Kopfhörerausgang, aber bei dem Spitzenmodell hat man es dann weggelassen. Das kann ich nicht verstehen. Einige sagen, okay, dafür haben wir ein cooles Display bekommen, was man schön und gut ablesen kann. Aber okay, da hätten wir auch irgendwo einen Platz für einen symmetrischen Anschluss lassen können. Gut, muss ich nicht ganz verstehen. Gut, ist jetzt für mich nicht unbedingt ein K.O.-Kriterium, aber das sind auch so Sachen, die mir nicht ganz so gefallen haben. Wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt ihm doch schon mal gerne einen Daumen nach oben. Jetzt noch ein kurzer Satz zur Lieferung. Ich habe mir den Verstärker vor 8 Monaten bei Amazon bestellt. Man kann ihn auch woanders bestellen. Man kann ihn auch bei Xdo direkt bestellen. Die Lieferung an sich ist kostenlos. Aber halt, da der Verstärker oft aus dem Ausland, halt aus China kommt, können Steuern anfallen. Ich habe das Ganze bei Amazon bestellt. Da hat der Hersteller offensichtlich schon die Steuern hier in Deutschland bezahlt, so dass ich nur noch geringe zusätzliche Kosten von um die 30 € zusätzlich tragen musste. Denn ansonsten müsst ihr, so wie der Preis da steht, nochmal 19% sowieso schon mal Mehrwertsteuer dann da drauf rechnen. Und ich glaube, Einfuhr kommt dann auch nochmal dazu. Das könnte dann auf jeden Fall schon mal ganz schön teuer sein. Aber bei Amazon waren es bei mir nur über DHL 30 €. Die Papiere, die der Zoll braucht, um das Ganze durchzuchecken oder sowas alles, hat der Hersteller mit dabei gelegt, so dass es bei mir beim Zoll gar keine Probleme gab. Ich habe es gesehen, das Paket kam morgens beim Zoll an und mittags war es schon wieder draußen, gar kein Problem. Sollte es Probleme mit dem Zoll oder sowas geben, könnt ihr den Hersteller gerne anfragen, dass der sich dann um die Problematik kümmert, falls irgendwas fehlen sollte oder nicht richtig sein sollte. Ist auf jeden Fall auch eine coole Sache, dass der Hersteller sich auch da ein paar Gedanken gemacht hat. Und das war es jetzt auch zu diesem Video, liebe Leute. Ich weiß, es ist ein bisschen lang gewesen, ein bisschen trocken gewesen, aber ich finde dieses Thema, das sollte ein bisschen ausführlicher behandelt werden.
Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm trotzdem einen Daumen nach oben. Das habe ich vorhin schon gesagt, also müsst ihr den auch einen ganzen Daumen nach oben da geben. Und wenn euch dieser Kanal gefällt, dann abonniert ihn doch gerne. Liebe Leute, bleibt mir gesund und munter. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Speaker Shocker. Tschüss. Ach, hier sind noch 2 andere Videos und da unten ist Abonnieren.